Herzlich willkommen zum Podcast Brustgesundheit von Affidea Brustcare. Heute zu Gast ist Dr. Twila Müller. Twila, du leitest die Sprechstunde für integrative Medizin am Brustzentrum in Zürich seit gut einem Jahr und hast einen spannenden Werdegang hinter dir. Du hast Medizin studiert, bist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und hast eine sehr große Ausbildung in der integrativen Medizin. Wie ist deine Ausbildung gewesen? Ja, also ich habe in Essen studiert. Essen hat so ein bisschen die Vorreiterrolle, was den ganzen Bereich der Naturheilkunde und der integrativen Medizin angeht. Und habe schon 2001 als Studentin bin ich dort 4 Wochen zu einem Praktikum, zu einer Formulatur gewesen und bin da sehr herzlich in dieses Team aufgenommen worden. Und für mich war das ein ganz besonderer Moment, weil diese beiden Welten einfach so aus der komplementären Medizin, ich hatte schon so einen Bezug zu Akupunktur, Homöopathie von meinem Elternhaus her, dass so diese beiden Welten zusammen existieren können zwischen innerer Medizin und den komplementären Verfahren. Und habe dann dort auch meine Doktorarbeit begonnen im Bereich der integrativen Medizin bei Patienten mit Colitis ulcerosa, im Bereich von Lebensstil modifizierenden Maßnahmen. Habe mich dann aber im weiteren Verlauf entschieden, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe zu machen und bin dann noch mal später, so um 2010, noch mal zurück nach Essen. Und in der Zeit entstand dort die erste integrative Onkologie im Bereich der Brustgesundheit und auch der gynäkologischen Onkologie. Und das war sicherlich auch nochmal ein sehr spannender Moment, wo nochmal diese beiden Welten, Onkologie und Naturheilverfahren, zusammengekommen sind. Dann habe ich aber meinen Facharzt noch fertig gemacht, war dann noch eine Zeit lang in Frankfurt, hatte dort bereits eine integrative Sprechstunde, auch im Brustzentrum für komplementäre Verfahren und dann noch einen kleinen Abstecher nochmal in die Schulmedizin, in die Gynäkologie gemacht, bevor ich dann nach Zürich gegangen bin. 2018, wo ich jetzt dann fast 8 Jahre am USZ in der Komplementärmedizin war, bis ich dann hier ans Brustzentrum gekommen bin. Das hast du jetzt über einen Zeitraum von über 20 Jahren erlebt. Wie ist das heute aus deiner Perspektive, die Zusammenarbeit von sogenannter Schulmedizin und integrativer, komplementärer Medizin? Hat sich das verbessert? Ist das natürlicher geworden? Oder siehst du da wie Fronten oder Widersprüche zwischen diesen beiden Ansätzen? Ja, also ich glaube, es ist viel passiert in der Zeit, dass sich so die beiden, es sind ja wie 2 Welten, die konventionelle Medizin und die komplementäre oder integrative Medizin, wo so von beiden Seiten sicherlich auch viel Vorurteile, Vorbehalte, vor allem gegenüber den komplementären Verfahren herrschen. Aber mittlerweile ist es so, dass es ja ein großer Bereich auch der Erfahrungsmedizin, gerade so zum Beispiel aus der chinesischen Medizin. Aber wir haben immer mehr Forschung, immer mehr Studien, die das Ganze auch untermauern und die einfach diese oft ja über Jahrtausend gewonnene Erfahrung, die jetzt mit randomisierten Studien gezeigt wird, dass es eine Wirkung zeigt und dass sie jetzt mehrere Leitlinien gibt, die gerade auch in der Onkologie abbilden, dass die komplementäre Medizin einen festen Platz hat und dass es den Patienten eigentlich empfohlen werden muss bei bestimmten Indikationen. Jetzt haben wir so ein paar Begriffe verwendet. Jetzt haben wir gesagt, integrative, komplementäre Medizin, Alternativmedizin. Welchen Begriff benutzt du am liebsten für die Medizin, die du anwendest und die nicht Schulmedizin ist? Genau, also das eine ist natürlich die konventionelle Medizin, die wir häufig als Schulmedizin bezeichnen. Die komplementäre Medizin sind dann Verfahren, die wir wie ergänzend zu den konventionellen Methoden anwenden können. Das kann aus dem Bereich der Naturheilverfahren, Kräuterheilkunde, chinesische Medizin, Akupunktur. Und in der integrativen Medizin versucht man einfach auch nochmal durch wissenschaftliche Forschung, durch Studien auch das Niveau wie anzuheben, dass sie zusammen mit der konventionellen Medizin agieren kann. Also dass sie wie auch eine Gleichwertigkeit bekommt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass konventionelle Mediziner dazu eher einen Zugang bekommen. Oder weil wenn sie das Wort Studie lesen, dann ist das schon wieder etwas, was ihnen vertraut vorkommt. Und dann haben vielleicht konventionelle Mediziner da auch eher eine Akzeptanz, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen mehr einbettet. Genau. Und man weiß, dass etwa
ja, 50% oder mehr von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, integrative, nicht konventionelle Medizin in Anspruch nehmen oder suchen. Mhm. Ist das auch deine Erfahrung? Ist das ein häufiges Anliegen von Patienten? Ja, vor allem von Frauen mit Brustkrebs. Also es sind teilweise sogar 75% der Frauen wenden komplementäre Verfahren an. In manchen Studien waren es sogar noch mehr. Und häufig ist aber eher das Problem, dass sie die Verfahren anwenden und die behandelnden Onkologen, konventionellen Mediziner nicht informiert sind, was eventuell natürlich auch ein Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Frauen da ein sehr großes Bedürfnis haben, eine aktive Rolle einzunehmen im Verlauf ihrer Erkrankheit, aber auch vor allem natürlich zur Stärkung der eigenen Gesundheit. Das heißt, das Bedürfnis nach ganzheitlicher Gesundheit, nach Selbstwirksamkeit möglicherweise auch, scheint groß zu sein. Das heißt, mit welchen Wünschen oder Erwartungen kommen Frauen zu dir in die integrative Sprechstunde, in die Beratung zur nicht konventionellen Medizin? Was ist so das Hauptanliegen? Was suchen Frauen, wenn sie zu dir kommen? Auch ganz unterschiedlich. Also es ist sicherlich auch nochmal so ein bisschen der Zeitpunkt. Also wenn wir jetzt mal Frauen mit Brustkrebs, wo man einfach auch nochmal sagen muss, dass da auch nicht am meisten, aber sehr, sehr viel Forschung auch passiert ist in den letzten Jahren. Also speziell komplementäre Methoden und Frauen mit Brustkrebs, eben weil das Bedürfnis so stark ist von diesen Frauen. Und häufig ist es so, dass die Patienten im Rahmen der Erstdiagnose zu mir kommen. Mein Vorschlag ist meist, dass so die konventionelle Planung, das Tumorboard zum Beispiel, das besprochen wurde, welche konventionellen Methoden benötigt werden, dass das so ein bisschen abgeschlossen ist, dass die Frauen auch überhaupt für die komplementäre Therapie ein Ohr haben. Dann ist es sicherlich ein großer Bereich, was kann ich selber tun? Ernährung, Bewegung sind häufig Themen. Viele Frauen stellen ihre Ernährung erstmal um und sind viel zu streng vielleicht auch mit sich. Und das ist häufig Thema. Bewegung ist ein großes Bedürfnis fortzusetzen, weiterzumachen, zu gucken, was geht, wo kann ich unterstützen. Und dann geht es vor allem auch nochmal darum, Umgang mit der Erkrankung, Stressreduktion, auch vor den Therapien, Nachsorgeuntersuchungen sind häufig Themen. Also so der ganze Krankheitsverlauf. Aber Ja. es kommen Und aber schon. auch vor allen Dingen natürlich dann noch die Nebenwirkungen. Ja, Also es ist so wie so ein Bereich Lebensstil, Veränderung, Empowerment, Selbstwirksamkeit, was kann ich selber tun? Und das andere ist nochmal das Management von Nebenwirkungen. ja. Antihormonelle Therapie zum Beispiel. Viele Frauen hatten eine Hormonersatztherapie vorher, die wird dann abgesetzt. Die leiden sehr unter den Nebenwirkungen, Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen. Also einmal kommen sie zu dir wirklich am Anfang, bei Diagnosestellung, wenn sie das erfahren haben und auch so das Gefühl haben, ich möchte mehr tun, möchte selber etwas tun, als das, was mir die konventionelle Medizin bietet. Und dann im Verlauf, wenn sie die konventionelle Therapie machen und spüren, irgendwo kommt das an Grenzen oder sie haben Nebenwirkungen, dass sie dann die komplementäre integrative Medizin als Unterstützung suchen. Gibt es Frauen, die zu dir kommen, die sagen, soll ich das wirklich machen, was mir die konventionelle Medizin empfiehlt, oder kann ich stattdessen, also alternativ, etwas ganz anderes tun? Gibt es Frauen, die mit so einer Frage zu dir kommen? Ja, also es ist schon häufig Thema. Oder dass es mit mir einfach auch nochmal diskutiert wird, wie das so aus meiner Sicht ist, was ich empfehlen würde. Und ja, oder ob es auch eine Alternative gibt. Ich meine, es ist natürlich häufig auch eine sehr hohe Erwartung an mich, dass ich die goldene Pille habe, die ich leider nicht habe. Und wo man dann einfach auch ganz klar sagen muss, dass es einfach auch Ärzte, Behandler gibt, die alternative Methoden auch im Rahmen der Onkologie anbieten. Dass das aber nicht Teil meiner Arbeit ist oder meiner Expertise. Und dass ich da dann auch eher versuche nochmal zu gucken, was sind auch die Ängste vor den Medikamenten oder wo drückt der Schuh
und wie kann man dem vielleicht schon mit komplementären Maßnahmen direkt von Anfang an begegnen, dass die Angst auch genommen wird. Ja. Und dann ist es häufig so, dass ich dann vielleicht auch nochmal der Frau helfen kann, sich für die konventionelle Medizin zu entscheiden. Das gelingt mir auch nicht immer. Es gibt schon auch Frauen, die einfach da ihren Weg gehen, dann aber nicht mit mir, weil das kann ich nicht gut begleiten. Es gibt ja ein sehr großes Angebot von den nicht konventionellen Behandlungsmethoden. Woran erkennen Frauen, ob sie da ein Angebot haben, was ihnen möglicherweise hilft, was seriös ist, und was sind so absolute Warnhinweise, wo du sagen würdest, nicht unbedingt Finger weg, aber pass auf, das könnte mehr schaden als nutzen. Kann das eine Patientin erkennen? Also ich finde immer, wenn teure Heilversprechen würden mich immer erstmal stutzig lassen. Ja, einfach also wenn da ein großes Versprechen ist, wenn sie zu mir kommt und ich soll es sondieren, oder? Ich meine, ich gehe dann ja durch die Medikamente oder ich frage immer, ne, was bringen sie mit, was sind ihre Wünsche, was sind die, und dann gucke ich einfach, ist die Frau in Gefahr, wenn sie es nimmt. Also ist sie unter Chemotherapie, nimmt ein komplementäres Präparat, was die Chemotherapie in Gefahr bringt, weil es einfach die Frau in Gefahr bringt, weil vielleicht auch eine Wirkung stärker wird und eine Nebenwirkung stärker wird, oder weil das Medikament nicht mehr wirkt. Ne, das sind so, also da muss man dann wirklich dann auch ganz klar von abraten. Das wären so die Dinge, und dann vielleicht würde ich ihr auch nochmal Informationsmaterial, es gibt eine Webseite, wo man einfach auch nochmal, das Memorial Sloan Kettering Cancer Center About Herbs, wo man immer relativ klare Empfehlungen gibt. Ist es gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Ja, und in welchem Rahmen? Und wie könnte man vielleicht, also was ist auch das Ziel, warum sie das einnimmt? Gibt es da irgendeine Form der Bestätigung, dass das wirkt? Oder ist es vielleicht nur oftmals sind das ja Versuche, die einfach nur im Labor stattgefunden haben, nie am Menschen, und werden auf den Menschen übertragen und wir wissen es gar nicht. Oder es hat an einer Krebsart funktioniert und dann wird es auf alle Krebsarten übertragen. Also da sind so verschiedenes Gefahrenpotenzial. Und bei Frauen mit Brustkrebs ist immer noch die Besonderheit mit hormonaktiven Substanzen, dass man da einfach auch nochmal besonders Acht geben muss. Das heißt, es sind zwei Erwartungen oder Bitten an dich, wenn Frauen zu dir kommen. Das eine ist die Unterstützung in dem Heilungsprozess an sich, dass man hofft, dass die nicht konventionelle Medizin einem mehr hilft in der Heilung. Und das andere, was du eben angesprochen hast, ist das Management von Nebenwirkungen, die möglicherweise durch die konventionelle Medizin ausgelöst werden. Also sind wie diese beiden Bereiche, oder? Ja. Was Frauen sich erhoffen oder suchen bei dir. Ja. Und was wäre eine typische Nebenwirkung, oder hast du ein Beispiel von einer Patientin, die zu dir kam mit einer typischen Nebenwirkung von den konventionellen Behandlungen, denen die integrative Medizin gut helfen konnte oder sie gut helfen konnte? Ja, also häufig, was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, und das finde ich ist so an dem Beispiel vielleicht auch nochmal klar, dass es meistens nicht eine Methode ist, also es ist jetzt nicht meine Akupunkturnadel, die alleinig den Effekt oder die Verbesserung bringt, sondern meistens ist es schon wie so ein auch da ein Team. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Patientin, so um die 60 mit Nebenwirkungen unter der antihormonellen Therapie, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme ist so relativ klassisch. Und sie ist dann zu mir gekommen in die Akupunktur. Da konnten wir ganz gut die Gelenkschmerzen mit beeinflussen. Ich habe sie noch in ein Bewegungsprogramm integriert, wo sie einfach Gelenkschmerzen sich dann, die durch die Akupunktur verbessert wurden, konnte sie dann wie leichter trainieren, hat ein anderes Körperbewusstsein bekommen. Es hat ihr sehr gut getan. Auch dadurch wurden die Gelenkschmerzen nochmal verbessert. Wir hatten dann Ernährung uns wegen dem Gewicht des intermittierende Fasten angeguckt und dann hat sie Gewicht verloren und so ist es wie so eine Aufwärtsspirale gewesen und jetzt haben wir erstmal pausiert. Also es sind dann einfach auch so schöne Momente, wenn man so merkt, man
Erstens sind wir es zusammen, oder? Die Patientin hat ihren Teil, ich habe vielleicht beigetragen mit Akupunktur und so geht es dann irgendwie geht's dann weiter. Das heißt, du hast auf mehreren Ebenen mit ihr gearbeitet. Es war jetzt Genau. nicht die eine Methode, die ihr geholfen hat, sondern wirklich auf vielen Ebenen, wo sie selbst dann offenbar ja auch mitgearbeitet hat, Genau. oder? Sie hat ja selber Ernährung umgestellt und Sport gemacht und so. Das Ja. schon. Also generell ist Akupunktur eine Methode, die du sehr häufig anwendest oder in vielen Bereichen. Also Akupunktur habe ich so zu Beginn der Facharztausbildung schon angefangen. Und ja, ich sage mal, das, was ich den ganzen Tag mache, von morgens bis abends Frauen mit Brustkrebs zu begleiten, mit Akupunktur, dass die Nebenwirkungen besser werden. Also es ist wirklich eine sehr, also man muss natürlich darf keine Angst vor Nadeln haben, das ist schon wichtig, aber sonst wir haben gute Studien, es gab zu verschiedenen Indikationen zu den Nebenwirkungen, Gelenkschmerzen, Schlaflosigkeit, Fatigue. Also haben wir einfach eine gute Grundlage. Das wird ja auch von den Krankenkassen übernommen. Ja, wenn es ärztlich also ich habe einen Fähigkeitsausweis für Akupunktur und TCM. Es gibt ja auch noch TCM-Therapeuten, da wird es dann eher über die Zusatzversicherung übernommen. Und es ist eine sehr dankbare Methode, weil ich da dieses Interaktionspotenzial, also das ist Wechselwirkung zwischen den onkologischen Medikamenten und vielleicht komplementären Behandlungen, das habe ich bei der Akupunktur nicht. Das heißt, es ist eine sehr sichere Methode, auch was das angeht. Und ja, meistens ist der Ablauf so, ich habe ein Gespräch mit den Patientinnen, wie geht's ihnen, wo drückt der Schuh, was ist akut, wie war es letzte Woche, das ist schon immer noch mal ein Gespräch, dann mache ich die Akupunktur, danach ruhen die Patienten 20 bis 30 Minuten und häufig ist einfach auch noch mal so eine Entspannung, die von außen zugefügt wird, die dem Patienten einfach sehr gut tut. Das heißt also wirklich im Bereich Akupunktur ist viel Erfahrung von deiner Seite aus, siehst viel Effekte, die Wirksamkeit dahinter. Und welcher große Bereich aus der integrativen Medizin ist noch etwas, wo du sagst, da weiß ich, da bin ich sattelfest, das funktioniert wunderbar bei vielen Frauen mit ihren Beschwerden, neben der Akupunktur? Ja, also sicherlich die Bewegungstherapie und Ernährungstherapie, also Begleitung. Das läuft dann vielleicht nicht bei mir, aber ich gebe dann zumindest die Empfehlung, was sie machen, wo sie hingehen können und wo auch gerade sehr viel Bewegung und auch Forschung passiert, ist das ganze Fasten. Also es gibt jetzt viel Forschung zum Thema Chemotherapie und Fasten, Kurzzeitfasten oder auch Aromatase, die endokrine Therapie, Hormontherapie, dass Nebenwirkungen reduziert werden, wenn Frauen fasten. Also das ist jetzt nochmal eher ein neuer Bereich, aber vor allem ist es tatsächlich die Akupunktur, Misteltherapie, Phytotherapie, also die Arbeit mit Pflanzen ist auch eine gute Unterstützung, was in meinem Alltag einfach sehr viel Platz und Raum einnimmt, wenn die Frau das möchte. Also auch bei der Mistel ist es etwas, wir wissen, dass es auf jeden Fall zur Steigerung der Lebensqualität bei Frauen mit Brustkrebs, nicht bei allen und auch nicht bei allen Medikamenten kann man es nehmen. Aber wenn da der Wunsch der Frau, wenn die mit diesem Wunsch auch zu mir kommt und ich das Gefühl habe, das ist gut und die traut sich das auch selber zuzuspritzen, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ich viel nutze. Und ja, ich finde, sie ist eine tolle Begleiterin. Fällt dir eine Situation ein, wo du eine Patientin abgelehnt hast oder gesagt hast, das ist nicht die richtige Behandlung für sie? Ja, aus dem Bereich der Alternativmedizin, wo ich dann einfach sagen muss, das kann ich nicht. Also wo die Erwartungen zu hoch waren sozusagen, oder? Ja, oder wo ich einfach auch, also wenn jemand wirklich die konventionelle Medizin, also auch da gibt es Abstufungen, ne? Wenn eine Frau vielleicht irgendwie Ende 70 oder so sagt, ich möchte keine antihormonelle Therapie, kann ich damit anders umgehen, als wenn das jemand mit 30 macht und 2 kleine Kinder zu Hause hat und sagt, ich möchte gerne nur Mistel über die Vene und dann bin ich da nicht die Richtige für. Also das ist irgendwie einfach nochmal
finde ich, ist nicht so ganz einfach zu sagen. Aber dass ich jemanden ganz ablehne, ist, glaube ich, schon auch eher selten und versuche dann eher irgendwie dran zu bleiben. Ja, das heißt, weil du ja grundsätzlich von der konventionellen Medizin auch überzeugt bist. Du Genau. bist ja konventionelle Genau. Medizinerin und wenn jetzt jemand mit dem Wunsch an dich herantritt, ich möchte keine konventionelle Medizin machen, ich möchte mich aber von dir behandeln lassen mit rein, in dem Fall dann alternativer Medizin, also anstelle von der Schulmedizin, dann würdest du das nicht begleiten wollen. Also dann würdest du sagen, das widerspricht so meiner inneren Einstellung, das ist dann nicht für mich. Ja, und das kann ich nicht. Also es ist einfach, da würde ich der Frau ja auch, also da würde ich ihr ja was anbieten, wo ich selber fast ins Experimentieren komme. Das würde ich nie machen. Und vielleicht hat sie, also ich meine, früher, 500 Jahre zurück, hätte man vielleicht chinesische Kräuter genommen, aber ich nicht. Also, das kann ich nicht. Begegnet dir das denn häufig so Situationen? Es ist ganz selten, dass jemand von dir das erwartet, dass du die Schulmedizin ganz außen vor lässt, weil die Patienten wissen das ja, dass du Schulmedizinerin auch bist. Ich glaube, manchmal ist es eher so, dass die Patienten, ich spüre da manchmal eher so eine Enttäuschung, dass ich nicht die goldene Pille habe. Das kommt schon eher mal vor, dass ich so merke, okay, sie sind jetzt zu mir gekommen und hatten jetzt gedacht, sie kriegen vielleicht das und das Nahrungsergänzungsmittel. Aber mein Ansatz ist ja eher so, dass ich möchte, dass die Frauen sich involvieren möchte. Ich glaube, das ist eher etwas, wo ich manchmal, wenn ich merke, so nach einem halben Jahr und da kommt überhaupt gar keine Bewegung rein, dass man dann irgendwie einfach auch mal gucken muss, ob ich die richtige Behandlerin bin oder was ist überhaupt die Bedürfnislage der Frau. Hast du das Gefühl, dass wenn du in die Rolle gehst der Komplementär-Integrativmedizinerin, dass du mehr die Patientin als Ganzes wahrnimmst, als wenn du in der Rolle bist der Schulmediziner oder in der Rolle warst der Schulmedizin? Ist da ein Unterschied, wie du Menschen wahrnimmst, wie du sie verstehst, wie du mit ihnen sprichst? Vermutlich habe ich, ich mache jetzt lange fast nur noch komplementär. Ich glaube, es hat einen Zeitaspekt tatsächlich. Ja. Ich glaube, ich habe mehr, ich höre, glaube ich, mehr zu. Und ist das länger und bin näher dran. Ja. Und ist das was die konventionelle, die Schulmedizin vielleicht mitnehmen könnte? Oder gibt es was anderes, was die konventionelle Medizin, so wie Ärztinnen mit Patientinnen sprechen, lernen könnten? Boah, ist schwierig. Also ich glaube einfach, das Zuhören, wenn es um den Bereich Komplementärmedizin geht, dass dann ein Wunsch ist und zu gucken, wie kann ich die Patientin da, wer kann das machen, wenn ich das als konventionelle Medizinerin nicht kann. Also dass man nach entsprechenden Angeboten sich die vielleicht bereitlegt. Weil es ist ein Riesengebiet und ich kenne da auch nicht alle, also auf gar keinen Fall kenne ich alle Methoden. Früher war das ein Stressfaktor, heute weiß ich, dass das überhaupt nicht möglich ist. Und wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, wenn da irgendjemand mit einem wilden Kraut kommt, dann sage ich, okay, das besprechen wir dann in einer Woche. Ich muss es recherchieren, ich weiß es auch nicht. Ja. Und ich glaube, dass das eher auch für konventionelle Mediziner ja schon bei Sachen, wo ich genau sagen kann, machen Sie das und das, hat natürlich ein konventioneller Mediziner vielleicht, weil er es einfach nicht weiß, aber dann ist vermutlich gut zu wissen, wo man die Patienten hinschickt. Mein Gedanke wäre jetzt eher in die Richtung gewesen, was steckt für ein Bedürfnis von der Patientin dahinter? Also du hast eben ganz viel gesagt von dem, dass die mitarbeiten können, dass da eine Selbstwirksamkeit ist in dem Bereich, so wie du therapierst. Und meine Erfahrung ist eher, dass die konventionellen Mediziner, zu denen ich ja auch gehöre, eher den Patienten einen sehr klaren Behandlungsplan vorlegen und sagen, das machen wir jetzt als nächstes und dann kommt das und dann kommt das. Und wenn ich mit dir rede, was ich sehr bereichernd finde, immer lerne ich auch dazu, vielleicht eher zu hören, was für Bedürfnisse sind von Seiten der Patientin. Das war so mein Eindruck, dass das in der integrativen Medizin mehr Raum hat. Also gar nicht speziell so was macht man, sondern
Was, was sind Wünsche, was sind Ängste, wie möchte die Patientin teilhaben? Ist das ein richtiger Eindruck von mir, oder? Ja, kann schon sein, dass da oft eher so ein Krankheitsbild also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ne, ist ja auch nicht, also ne, vielleicht eher ein Krankheitsbild vor einem sitzt als der Mensch. Und in dieser Masse an, wenn man wirklich nur noch mit onkologischen Patienten arbeitet, dass man vielleicht vergisst, was das individuell bedeutet für die Patientin, fürs Umfeld, Job, Frauen mit Brustkrebs, die Familienplanung, Berufsplanung. Ich meine, gerade junge Frauen werden so aus der Lebensmitte oft gerissen durch die Erkrankung. Auch wenn wir wissen, dass es eine gute Prognose hat und wir ja alles tun, damit sie wieder gesund wird. Trotzdem entsteht da ja nochmal ein großer Stress, was insgesamt das Leben angeht. Und ich glaube, da dürften sie oft mehr zuhören. Und ich glaube auch, also was ich häufig einfach beobachte, ist, dass die Frauen zu schnell wieder in den Alltag zurückgeschickt werden. Und noch nicht also die Zeit, das zu verarbeiten, bleibt einfach oft ein bisschen auf der Strecke. Dass ich mir da einfach wünschen würde, dass dann Pause, länger, vielleicht Reha, dass man über solche Maßnahmen dann vielleicht eher auch nochmal nachdenkt. Und wie lange begleitest du die Patientin? Du hast gesagt, eigentlich solange Symptome da sind, oder sprechen wir da von Jahren oder schon Jahrzehnten. Naja, gut. Also doch, ich habe manche Frauen, da begleite ich ich bin jetzt seit 2018 in Zürich und manche Frauen sind seit 2018 bei mir. Und ja, ich meine, es ist ein langer Weg bei Frauen mit Brustkrebs. Aber das ist, finde ich, auch gerade das, was so viel Freude macht. Also mir macht es Freude, die Frauen auch über diesen langen Zeitraum zu begleiten und vielleicht meistens ist es dann ja am Anfang die Chemotherapie, die eine intensive Begleitung braucht, dann aber auch dieses Zurück in den Alltag. Ja, ich finde das immer wieder sehr spannend, was dann diese Veränderungen zu begleiten zu dürfen. Was würdest du einer Patientin raten, die jetzt frisch die Diagnose Brustkrebs bekommen hat und anfängt im Internet zu recherchieren? Was gibt es noch für alternative Methoden zur konventionellen Medizin? Wie kann die Patientin den Überblick behalten? Ja, wichtig ist, dass sie sich ein Team ein Team zusammenstellt mit Behandlern, Begleitern in dieser Zeit, wo sie sich gut aufgehoben fühlt und wo sie seriös beraten wird. Also zum einen natürlich die konventionelle Medizinerin, dass sie sich da gut aufgehoben fühlt und sich dann eine komplementäre oder integrativ arbeitende Ärztin noch sucht. Woran erkennt man, dass das eine gute also integrative Behandlerin oder Behandler ist? Braucht es ein bestimmtes Zertifikat oder woran erkennt man das als Patientin? Ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil es gibt nicht wie einen Facharzt für Komplementärmedizin, sondern meistens sind es Fachärzte für innere Medizin, Gynäkologie, Onkologie, die dann noch weitere Ausbildungen gemacht haben. Bei mir jetzt zum Beispiel Naturheilverfahren, dann Fähigkeitsausweis für Akupunktur TCM, Hypnose, Mind-Body-Medizin. Also ich denke, sie könnte vielleicht einfach sich mit der Person beschäftigen und gucken, was für Ausbildungen liegen vor. Und manchmal kann man dann schon erkennen, in welche Richtung das geht. Geht das eher in Richtung Alternativmedizin oder eher komplementär? Ja, das heißt, dadurch, dass du ja von Seiten der konventionellen Medizin kommst und jetzt auch sagst, wirklich seriöse Behandler erkennt man genau so, dass die auch diesen Hintergrund haben. Du eben auch das Beispiel erzählt hast von Patienten, die von dir einen Ersatz erhoffen zur Schulmedizin, wo du auch sagst, das kann ich nicht leisten, da stehe ich nicht dahinter. Gibt es umgekehrt auch Situationen, wo du denkst, ja, jetzt finde ich, da hat die Schulmedizin auch keinen guten Vorschlag oder die konventionell behandelnde Ärztin macht
zu viel oder nicht genau das Richtige, wo du von Seiten der integrativen Medizin kommst und sagst, jetzt bräuchte es wirklich eine Alternative, jetzt reibt sich das so in mir. Eigentlich eher nicht. Also ist eigentlich, Also gehst du immer komplett konform mit dem, was die Schulmedizin sagt? Oder hast du manchmal auch das Gefühl, okay, Schulmedizin weiß auch nicht alles? also ich glaube eher, dass ich die Schulmedizin und die Empfehlung der Schulmedizin bei den Schulmedizinern lasse und und einfach höre, was die Frau möchte. Und wenn ich merke, die nicht, dass die vielleicht nicht damit einverstanden ist, dann würde ich, glaube ich, eher gucken, was will die Patientin, um dann vielleicht so rum den Weg zu finden. Und ich glaube auch, also für mich hat also eigentlich ist es so, dass die konventionelle Medizin wie so ein bisschen auch Vorfahrtsrecht hat, so, ne, dass so wie ich das auch beim Erstgespräch gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, Patienten kommen das zu mir, wenn die konventionelle Medizin steht und dann können wir einfach gucken, was es braucht. Ja. Und wenn eine Patientin vor mir sitzt und sie hat bestimmte Wünsche von Seiten der Komplementärmedizin, hat aber Sorge, dass ihre konventionelle Medizinerin vielleicht nicht einverstanden ist, dann würde ich den Kontakt zu der konventionellen Medizinerin aufsuchen und das vielleicht für die Patientin erledigen. Also meistens ist zum Beispiel die Mistel. Dann würde ich schreiben und sagen, die Patientin ist mit dem Wunsch an mich herangetreten. Ich sehe da kein Interaktionspotenzial, kein Risiko für die Patientin. Aber vielleicht sehen Sie das anders. Was sind Ihre Sorgen? Was könnte passieren? Wo können wir uns vielleicht in der Mitte treffen? Können wir vielleicht eine niedrigere Dosierung treffen? Müssen wir es nicht nach oben ausreizen? Also ich glaube, man kann da schon einfach den Dialog finden. Das heißt, du würdest jetzt nicht per se grundsätzlich in Behandlungsempfehlungen interagieren und sagen, nee, das würde ich jetzt anders. Also du lässt die Schulmedizin bei der Schulmedizin und holst die Patientin da ab, wo sie steht, in den Bedürfnissen, was die Begleitung angeht. Ja, also da mische ich mich nicht ein. Also höchstens, dass ich vielleicht mal sage, besprechen Sie doch mal, ob man in der Substanzklasse wechseln kann in der endokrinen Therapie, wenn ich merke, dass wir da nicht weiterkommen. Aber ich würde es nicht ändern, Ja. sondern ich würde sagen, oder ich schreibe die Kollegin an und sage, können wir vielleicht irgendwie gucken, dass wir ein anderes Präparat wählen oder so. Was wäre dein Wunsch an die Zukunft, was das Angebot oder die ganzheitliche Betreuung von Patientinnen mit Brustkrebs angeht? Was müssen wir da noch machen an Ausbau, an Angebot? Was wäre das Ideal, wenn wir Patienten ganzheitlich versorgen möchten? Ja, ich finde ja, dass wir in der Schweiz einfach erstmal eine Luxussituation haben, weil die Komplementärmedizin so fest verankert ist, auch finanziell. Also, dass es über die Grundversicherung abgerechnet werden kann. Ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr Angebote gibt, weil ich die Befürchtung habe, dass viel zu wenig Frauen so ein Angebot wahrnehmen können, weil es einfach viel zu wenig Angebote gibt. Und ich auch die Befürchtung habe, dass wir haben 2 Leitlinien, die klare Empfehlungen für Frauen in der Behandlung von Brustkrebserkrankungen publiziert sind mit klaren Empfehlungen, mit starken Empfehlungen. Und ich die Befürchtung habe, dass die Schulmedizin das teilweise gar nicht weiß. Also ich glaube, dass da noch mehr Informationsfluss stattfinden muss zwischen den beiden Welten und mehr Ausbildung, dass die Komplementärmedizin auch in die konventionelle Medizin eintritt, spricht und es vorstellt. Und auch mehr Akzeptanz könnte ich mir vorstellen, dass Schulmediziner auch das begreifen, dass es nicht eine Konkurrenz ist, sondern im Gegenteil wirklich eine fantastische Ergänzung, was den Patientinnen hilft und auch die Frau als Individuum wahrnimmt und viel mehr Selbstwirksamkeit ermöglicht dann auch. Ja. Ja. Ja, ich glaube auch, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren, was so
Akzeptanz angeht. Ja, aber ich glaube schon, dass da auch immer noch Luft nach oben ist. Also das schon. Da arbeiten wir gemeinsam dran. Genau. Herzlichen Dank, Twila, dass du Gast warst heute im Podcast Brustgesundheit, der Podcast von Affidea Brustcare hier im Brustzentrum Zürich. Und wenn Sie Interesse haben an der Person Dr. Twila Müller am Brustzentrum Zürich, an Affidea Brustcare oder zum Thema, finden Sie weitere Informationen in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.